arbeitest an mehreren Rechnern. Büro, Homeoffice, vielleicht noch ein Laptop. Und jeden Abend das gleiche Spiel. In jedes Projekt wechseln. Git, Add, Commit, Push. Und morgens am anderen Rechner alles wieder pullen. Das geht auch einfacher. Git Sync All scannt dein Projektverzeichnis und findet automatisch alle Git-Repositories. Für alle Repos macht es 4 Dinge. Erstens, Änderungen mit Remote abgleichen. Zweitens, uncommittete Änderungen erkennen und committen. Drittens, neue Commits vom Remote pullen. Und viertens, lokale Commits pushen. Ein Befehl, alle Repos, auf allen Rechnern. Die Installation ist in 3 Befehlen erledigt. Zuerst klonen wir das Repository. Dann wechseln wir ins Verzeichnis. Und mit Make Link wird ein Symlink erstellt. Der Vorteil: Updates per Git-Pull sind sofort aktiv. Keine erneute Installation nötig. Es gibt auch andere Installationsmethoden. Die findest du in der Dokumentation. Jetzt wird's spannend. Wir starten den ersten Sync. Das Tool scannt das Projektverzeichnis und findet alle Repositories. Hier sind es 5 Stück. Bei Repos mit Änderungen fragt es nach: Committen und pushen? Ja oder nein? Du behältst also immer die Kontrolle. Für Commits kannst du eigene Commit-Nachrichten eingeben oder den vordefinierten Wert, der dir als Beispiel immer angezeigt wird, mit Enter einfach übernehmen. Repos ohne Änderungen werden automatisch gepullt. Am Ende siehst du eine Zusammenfassung. Wie viele wurden synchronisiert, wie viele wurden übersprungen und ob Fehler aufgetreten sind. 3 Optionen solltest du kennen. Dry-Run zeigt dir, was passieren würde, ohne etwas zu verändern. Perfekt zum Testen. Status gibt dir eine schnelle Übersicht aller Repos. Wer hat Änderungen, wer hat ungepushte Commits. Und mit Yes werden alle Bestätigungen automatisch akzeptiert. Ideal für Cronjobs oder wenn du einfach schnell alles synchronisieren willst. Ein Feature, was mir besonders viel Zeit spart: das Repository-Inventar. In einer einfachen YAML-Datei definierst du, welche Repos auf einer Maschine vorhanden sein sollen. Du kannst sie in Gruppen organisieren. Zum Beispiel Repos für alle Rechner, Repos nur für die Arbeit. Mit Verify prüfst du, ob alles vollständig ist. Fehlende Repos werden mit konkreten Clone-Befehlen angezeigt. Standardmäßig überprüft Verify die Gruppe All. Mehr dazu findest du in der Dokumentation. Dieses Feature ist besonders nützlich nach einer Neuinstallation oder auf einem neuen Rechner. Das war Git Sync All, ein Befehl, alle Repos synchron. Die vollständige Dokumentation findest du unter dem Link in der Beschreibung. Bei Fragen erreichst du mich unter support@markus-michalski.net. Viel Spaß beim Synchronisieren!